Guten Morgen, ihr Lieben. Montag. Wir schauen uns an die Wunscherfüllungstendenzen der Woche. Sprich, wo liegt die beste Energie, bei welchen Themen? Kollektivorakel. Ups. Ja, das ist schon mal schön. Die beste Energie, die hier als Anfang zu sehen ist, ist bei all dem, wo sich bisher nichts bewegt hat, kommt etwas in Fahrt. Also du kannst davon ausgehen, oder wir können davon ausgehen, dass bei allen Situationen, die bisher nicht entstanden sind oder die man hinausgezögert hat oder wo kein Tempo drin war, dass das jetzt in Bewegung kommt, dass du dich damit auch neu ausrichten kannst. Eine gute Woche, sich Klarheit zu verschaffen in verschiedenen Bereichen auch. Also sprich, dem Pferdchen die Richtung anzuzeigen. Und eine Woche, bei der man gut einen Konflikt lösen kann. Ja, wir haben jetzt hier nicht so die klassischen Themen dabei, das hatte ich jetzt auch schon lange nicht mehr, sondern wir haben eher die Dinge, die mit der persönlichen Entwicklung zu tun haben. Wir haben Einflüsse von außen, die wieder eine Bewegung bringen, etwas Eingefahrenes, Eingesessenes, emotional Schwankendes nimmt hier wieder Fahrt auf in eine Richtung, die sehr klärend wirkt. Möglicherweise hast du hier auch die Möglichkeit, überall, wo so Distanz war, wieder zusammenzukommen. Es zeigen sich Nähe und Distanz, Sachen, die greifbar werden auf einmal. Ich habe hier ein Gegenüber liegen. Da kann es auch sein, dass es vielleicht so mal den Konflikt gab. Ich muss alles alleine machen. Mir hilft niemand, niemand ist für mich da. Das kann sich jetzt hier auf eine Partnerschaft beziehen. Wir haben unten den Mond, ne? Da sind die Gefühle auch schon mal wankend oder sehr tiefgründig. Aber auch die Intuition sehr hoch. Und vielleicht mag man sich mal wieder mehr auf ein Gegenüber zu bewegen, dem gemeinsamen Lebensziel hier eine Richtung geben. Wenn wir jetzt von Wunscherfüllungstendenz an sich sprechen, habe ich hier das Außen dabei, ne? Einflüsse von außen. Also Einflüsse von außen, die weiterbringen, sagen wir es mal so. Ich habe zweimal den Turm. Wir haben auch aus dem hebräischen Alphabet eine Zahl, das kann ja auch an alle Selbstständigen gehen, an alle, die irgendwie mit den Ämtern oder Behörden nicht in Fahrt waren oder etwas hat gestockt, dass das hier ins Fließen kommt. Und man kann Dinge aufklären, man kann einen Konflikt beenden. Für die Selbstständigen sieht man hier vom Außen auch Aufträge, ja, wieder mehr Bewegung, geklärtere Energie. Und mit der 19 haben wir die Zahl 100 und wenn ich die runter reduziere, sind wir praktisch bei all den Dingen, die wir neu beginnen, wo wir aufwärts streben oder auch etwas erneuern. Es könnte so eine Art Rundum-Erneuerungsenergie sein. Also wenn wir jetzt mal das Schiff als die Lebensreise mitnehmen, dann möglicherweise gehört hier etwas Neues auf den Plan, ein frischer Wind, eine neue Bewegung.
Wir haben hier ja das Gegenüber mit dem Turm und vielleicht auch etwas, wo man getrennt sich fühlt in Beziehungsdingen. Hier kann man in der Liebe wieder näher auf sich zugehen, aufeinander zugehen, eine trennende Situation überwinden. Natürlich haben wir mit Amorspfeil auch das Ding, dass man sich verlieben könnte. Wow, die beste Zeit, um die Liebe aufzufrischen. Und Schritt für Schritt geht man hier nächste Woche an die Wünsche, an die Lebensziele vielleicht auch wieder dran. Wenn wir jetzt mal den Turm als Element nehmen des Rückzugs, denke ich, wir kommen so Stück für Stück uns selber wieder näher, unseren Wünschen auf die Spur. Und es ist eine Woche, wo man einfach spürt, dass man mit allem verbunden ist, ne? Wo man eben diesen Turm als Rückzugsort oder als Getrenntsein von etwas nicht so empfindet. Das finde ich spitze, denn damit hast du schon alleine die Grundvoraussetzung. Wenn man mit allem verbunden sich fühlt und alles okay ist, dann kann dir nichts was, ne? Dann hast du eine relativ geerdete Energie und auf der kann man dann auch relativ ausgewogen seine Schritte tun. Jawohl, genau das habe ich mir gewünscht. Man kommt hier Schritt für Schritt aus dem Türmchen raus, aus trennenden Situationen raus und hat praktisch die Möglichkeit, hier wieder in einen natürlichen Flow zu kommen. Finde ich persönlich für mich immer sehr wichtig, denn ich merke bei mir, je älter dass ich werde, desto mehr Blockaden habe ich, im Flow zu sein. Ist auch manchmal zeitabhängig. Im Sommer ist es bei mir schlechter als im Winter, aber das ist so ein Zustand, mit dem kann ich relativ gut leben. So, und jetzt haben wir eben, wenn wir die Fragestellung, wo sind die besten Tendenzen der Woche, mit angucken, einfach dieses Ding, dass wir unsere Reise genießen können, egal wo der Wind auch herbläst oder wie viele Kurven wir fahren müssen. Und es ist so eine Woche, wo man auch so ein bisschen die Kontrolle abgibt, ne? Wo man einfach sagt, okay, ich bin eins mit allem, ich lasse mich einfach mal tragen. Und es wird sich für mich fügen, wenn ich einfach dem Fluss des Lebens folge und mal nichts erzwinge oder mal nichts vorantreibe, sondern mit der Bewegung einfach mitgehe. Wenn etwas in Fahrt kommt, hat es ja oftmals auch das Ding, dass etwas an der Zeit ist und hier haben wir die beste Zeit und sich hingeben, die Reise genießen, ein natürliches Gefühl zu haben von einer Bewegung, die einen nicht allein dastehen lässt. Das wäre hier so die Überschrift. Man könnte ja jetzt denken, ach, das ist aber ein bisschen wenig, wir haben hier kein Geld dabei, keine berufliche Situation, vielleicht ein bisschen, ja. Aber eigentlich ist das so eine Woche, die ich mir öfters wünschen würde, weil da ist man gelassen, da haut einen nichts um und da ist alles gut so, wie es ist, nennen wir es so. Man macht einfach Schritt für Schritt sein Ding. Wir haben die Zwergohreule. Ich komme in dein Leben und bringe dir Spiritualität, Verbundenheit und Körpergefühl. Komme ganz bei dir an, setze Grenzen genau dort, wo du sie brauchst und sprich deine Wahrheit aus. Und das lassen wir jetzt auch genauso stehen. Wir nehmen noch einen kleinen Engel dazu. Ja, genau das ist nämlich das Gefühl.
Es gibt für alles eine Lösung, man fühlt sich nicht belastet, man weiß, dass man etwas erreicht, ne? Man nimmt es einfach so als gegeben an. Wunderbar. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich drücke euch und bis morgen.